Servus, ich bin der Patrick. Ich bin Land- und Baumaschinenmechaniker im 4. Lehrjahr. Das ist mein Lehrlingsprojekt und das ist der Sennebogen S803 Seilbagger. Wo musst du hin, Patrick? Jetzt hat es eh schon. Ist schon drin. Ja. Geht recht, ja. Ah, okay. Passt, los. Also das ist ein Sennebogen S803. Das ist aus dem Jahre 1959 und hat ungefähr ein Gesamtgewicht von 7000 Kilo. Heben tut er ungefähr eine gute Tonne, hat einen Gittermastausleger und ja, ist eine gute Maschine. Ja, wir haben da zugegangen. Wir haben am Anfang einfach von Grund auf erst einmal die Außenbleche runtergeschraubt, dann haben wir den Motor rausgemacht und dann Getriebe unten raus. Dann ist dann der Oberwagen schon runtergekommen, dann haben wir mehr einen Unterwagen hingekommen und haben den komplett zerlegt. Und dann ist halt dann wieder gegangen, Teile zum Reinigen und zum neu Lackieren und parallel dazu Teile neu zum Lagern, neue Schrauben überall rein und neue Buchsen überall rein, dass wir bei weitem nicht mehr so viel Spiel haben wie davor, weil die Maschine hat in ihrem Leben ja auch schon einiges gearbeitet. Ein Problem war vor allem die Achsen. Die Achsen von dem Bagger haben ja aus US-Militärlastwagen vom Zweiten Weltkrieg rausgekommen. Und die ganzen Lager und Zimmerringe aus den Achsen haben Zoll. Und da haben wir große Probleme gehabt, dass wir die richtigen Lager und Teile wieder kriegen, dass das auch wieder alles dicht wird. Da haben wir dann auch viel selber bauen müssen oder selber umbauen, ein neuer Lagersitz oder andere Außendurchmesser oder Innendurchmesser. Das ist ein Deutz-Motor, ein Zweizylinder und ich habe das so schön gefunden, weil die Technik da drin, das ist noch, da kann man noch richtig schön arbeiten ohne Elektrik. Und wir haben jetzt viel Glück gehabt, wir haben die ganzen Teile noch recht gut gefunden und haben den noch gut herrichten können. Der läuft da jetzt wirklich schön. Und ja, wir sehen uns dann bald, wenn er dann wieder fährt. Also ich stehe jetzt vor der fertigen Maschine. 2 Jahre lang hat es gedauert und mich freut es riesig, dass er jetzt fertig ist und so gut läuft.